Hallo Modellbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht ihr erstmal nichts Neues. Doch oben auf der Blankenheimer Kehre ein 642. Gleich sollte auch was aus dem Tunnel kommen. Ich höre es zumindest schon. Jawohl. Da ist der wunderschöne Südostbayernbahn RE mit 245. Nichts Besonderes, einfach ein bisschen was anderes im Vergleich zum letzten Mal. Der VT 850 oder der RS1 von Kühn macht irgendwie Geräusche, klackert sehr komisch, haben irgendwie alle Kühn RS1 im Moment. Ich weiß nicht, ob das Standschäden sind. Ist auf alle Fälle nervig und komisch. So, jetzt hoffe ich, dass der 642, ich habe jetzt meine Schattenbahnhofsweiche nochmal nachgestellt, dass der auch da unten so durchfährt, dass es keinen Grande Malheur gibt. Ja, es gibt nicht ganz so viel Neues zu berichten. Es gibt, naja, es kommt drauf an. Also es gibt diverses Neues zu berichten, aber nicht in absoluter sensationeller Fülle, sondern ich habe viele kleine Details, an denen ich arbeite und an denen ich gearbeitet habe. Zum Beispiel hier vorne, ihr seht das, die Wege sind auf einmal eingesandet und begrünt an der Mauer bis hier vor Richtung BB. Ist jetzt optisch nicht irgendwas weltbewegend Tolles, war aber tatsächlich ein bisschen Arbeit, um es auch detailliert hinzubekommen. Wir schwenken da auch gleich nochmal im Detail drauf, wenn der RE uns passiert hat, der oben aus Blankenheim durchrollt und keinen Halt in Blankenheim hat, sondern direkt weiterfährt. Ja, ich werde euch dazu zeigen, mit was ich das gemacht habe. Ganz spannendes Thema. Schon immer ein paar Mal auf der Kleinserienmesse in Bauma entdeckt. Diese schönen Sachen, um vor allem Wege und sowas zu gestalten. Und war etwas kompliziert mit der Firma. Ich will da aber nicht groß schimpfen. Das war vielleicht auch etwas Misskommunikation. Und fangen wir doch mal an, dass ich euch zeige, was der gemacht hat. Ich nehme euch aus der Halterung. Vorsicht. Zack, und ihr seid draußen. Und wir schauen uns das im Detail doch mal an, was hier so gelaufen ist. Jetzt ist mein Kopf ein Schatten, aber das macht nichts. Ihr seht das trotzdem. Ich habe die Mauer mit begrünt und habe ihr einen Dienstweg angelegt, so wie ich das gesagt habe. Hier habe ich etwas Erdmaterial aufgefüllt, weil hier unten in der Ecke, weil ja, mir sah das Schotterbett allgemein zu breit aus. Dann habe ich den Weg direkt ausgeführt. Hier hinten werde ich mal noch eine Treppe installieren, um quasi von vorne weiterzukommen. Ich habe gesagt, meine Wege sollen immer ein bisschen Logiken enthalten und an das will ich mich ein bisschen halten. Ja, und so habe ich dann hier lauter kleine Wege gestaltet. Hier oben habe ich klassische Pflasterarbeiten mit Juvela-Steinen, habe ich auch diesen Sand eingesetzt und somit quasi die Lücken ausgefüllt, ein bisschen ausgewaschen. Hier war eben kein Schotter drunter, darum ist das so hell im Vergleich zu hier, aber das werde ich farblich noch anpassen. Aber was mir eben sehr gut gefällt, das Material ist so dünn und fein, das ist wie eine Art Quarzsand, dass es eben auch schön in die Juvela-Platten reingeht. Wir sehen hier vorne den Unterschied, da habe ich es noch nicht gemacht. Und hier werde ich das weitermachen, also das wird hier hinten weitergehen. Komplett, und hier sieht das eben ja viel besser ausstaffiert aus, wenn man das so mit dem Sand alles zumacht. Ich habe da
unterschiedliche Varianten, den Sand nass eingebracht, dann erst trocken, danach die Feuchtigkeit dazu, um einfach mal zu sehen, wie wirkt das jeweils. Ich werde es so wie im Echt machen, den Quarzsand im trockenen Zustand einbringen und dann verteilen. Ja, hier habe ich nur endlich auch mal den Dienstweg so, wie ich mir vorgestellt habe. Wie ich das mit den Geländern mache, das weiß ich alles noch nicht so genau. Ich habe mich vor allem auch ein bisschen probiert, was diese ganz feinen Materialien angeht. Und ja, bin da auch noch ein bisschen am Experimentieren. So, wir setzen euch wieder ans Stativ und dann will ich euch diese ganz feinen, die ich eben schon Sande oder Quarze, Kiese, Splitte, also für TT sind es ja dann Kiese und Splitte, nicht vorenthalten. Ich möchte euch zeigen, was das ist. Ich fand die sehr, sehr spannend. Da gibt es unterschiedliche Sachen, vor allem ist mir die Körnung. Also das helle ist der Wegekies, ASOA oder ASOA, Baugröße H0, aber ich mache das mal auf. Das ist wie Mehl, oder ja, doch wie Mehl kann man sagen. Ist selbst wenn man, also wichtig ist, wenn man es mit Holzkaltleim aufbringt, dass man den vor allem noch ein bisschen verflüssigt und dann das aufbringt. Ihr seht auch, das ist jetzt das, was ich oben in die Juvela-Platten eingebracht habe, um da einen besseren Effekt zu erzielen. Eben, ich bin da noch ein bisschen am Rumdoktern. Auf alle Fälle ist es so, wenn man zu viel dann auch davon aufbringt, dass das eigentlich gar nicht so viel bringt. Einfach aus dem Grund, dass das Obermaterial dann auch nicht haften bleibt am Leim, sondern du kehrst es dann eigentlich runter und ja, so habe ich da diverse Sachen gehabt. Jetzt zeige ich euch noch die Erdfarben und das letzte, was ich, die rote Farbe, der Gneisschotter, den habe ich eben dort noch an die Seite gebracht. Den habe ich mir eigentlich geholt, weil wenn ich im Rangierbahnhofsbereich arbeiten will und die Gleise dort etwas versetzen, dann möchte ich nachträglich den Gneisschotter einsetzen, und das habe ich mir auch noch geholt. Und zwar meine Bekohlungsanlage, die sieht dann nicht mehr ganz so gut aus, und das ist schon richtig genial, weil die Körnung ist einfach, ja, ihr wisst das, ich bin detailverliebt und diese grob Echtkohle, das mag ich überhaupt nicht. Das sieht mir alles zu grob schlechtig aus. Das passt ja auch nicht zu 1 zu 120. Und deswegen das hier, diese ganzen Sachen, habe ich immer in der Schweiz gesehen, wurde davon vertrieben von jemandem, und der war aber so fair und hat gesagt, bestellt es doch direkt beim Hersteller. Kann man im Internet finden, ist eine sehr altbackene Seite, sieht ein bisschen so aus, als ob sie vor 25 Jahren das letzte Mal aktualisiert worden ist. Geht auch keine PayPal-Zahlung oder sonstiges. Also alles etwas von vorgestern, aber die Materialien sind genau das, was ich gesucht habe. Und das ist die Hauptsache. Jetzt höre ich, dass hier irgendwas schleift. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da, denn irgendwas klemmt im Schattenbahnhof. So, und jetzt habe ich die Gelegenheit auch gleich mal genutzt, nachdem ich im Schattenbahnhof den 642 aufgegleist und umgedreht habe. Jetzt schiebt der Motor oder der angetriebene Radsatz, und seitdem funktioniert es, Holzanlagen, und habe euch jetzt mal mit einer anderen Perspektive versorgt. Das habe ich ja mal gesagt, dass wir das probieren, und jetzt ist mal Probe. Ja, da hinten die Ecke ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle mit dem Waldstück, jetzt so oft erwähnt, aber trotzdem möchte ich euch diese Perspektive nicht vorenthalten. Ein Teil der Blankenheimer Kehre zu sehen und der obere Teil,
einfach mal eine andere Perspektive der Anlage, bevor wir zum nächsten Punkt des heutigen Videos kommen. Der ein oder andere wird es gelesen haben im Thumbnail und in der Videobeschreibung oder in der Überschrift des Videos. Ich habe es etwas spöttisch Basar genannt, und zwar habe ich von meinem Modellbahnkollegen, einem Freund von mir, ein Konvolut bekommen. Der hat sich eine neue Anlage zugelegt, eines bekannten Modellbahnvereins, die die Anlage verkauft haben. Auch wieder über eBay Kleinanzeigen wie bei mir damals, und der ist jetzt gerade da fleißig am Renovieren. Die Anlage ist recht groß, ich glaube im Gesamten 8 Meter. In seinem Zimmer stehen, ich muss jetzt lügen, ich würde sagen, in seinem Zimmer stehen 4 Meter davon, ca. 4,50 Meter, irgendwie so. Und der Rest, den möchte er auch verkaufen, aber heute soll es nicht um die weiteren 4 Meter gehen. Heute soll es um Modelle gehen, die er gerne veräußern möchte. Und dazu gehen wir doch gleich mal über, bevor wir zum Schluss noch ein bisschen detailverliebten Fahrbetrieb machen, werde ich euch die Modelle zeigen. Und warum mache ich das? Ganz einfach. Wenn der eine oder andere Interesse hat, darf er sich gerne mit Preisvorschlägen melden. Ich werde das jetzt mal probieren, ob das fair und ehrlich und ordentlich abläuft. Das weiß ich noch nicht. Aber ehrlicherweise ist mir der eBay-Aufwand, auch wenn es mein Kumpel ist, aber es ist immer wieder viel Aufwand, dem Nachrennen. Es ist mein eBay-Account, und das heißt jetzt nicht, dass ich Angst davor habe, weil ich es ordentlich mache, aber das bedeutet auch, wenn man viel arbeitet, dass du dich trotzdem immer darum kümmern musst, wenn das Zeug verkauft wird, und das ist dann doch ein bisschen aufwendig. Und jetzt habe ich mir gedacht, dass ich meine Mini-Popularität nutze, um vielleicht dem einen oder anderen TT-Bahner das Interesse geweckt zu haben, und deswegen fangen wir jetzt mal an mit unserem Mini-Basar. Das heißt nicht, dass ihr die Modelle geschenkt bekommt, das möchte ich gleich sagen, sondern hier soll es um faire Preise gehen, die sollen aber auch nicht übertrieben sein. Das heißt, ich werde euch die Modelle zeigen, und jeder kann mir in die Kommentare schreiben, an was er Interesse hat, und dann können wir uns darüber austauschen. Also, bis gleich. Ich baue das kurz auf und wir sehen uns gleich wieder. Oder hören uns besser gesagt gleich wieder. So, da ist das beschriebene Material. Ich werde jetzt einfach mal Stück für Stück durchsehen. Heieiei, was sehe ich denn da? Da war mein lieber Kollege aber sehr wagemütig, das hier so zu verpacken. Na gut, na gut. Das werde ich hier vorne nochmal ordentlich wieder reinstecken. Also, geht mit dem ersten Modell los. Ein Pico ER20, ein schönes Modell, sogar mit Figur. Vermutlich der Herr Wilfer. Aber ich glaube, der sitzt original nicht so drin. Ich sehe jetzt auch, die Beine sind ein bisschen lang. Hätte man ein bisschen stutzen müssen, den guten Mann. Na, wirst du scharf? Jawohl, jetzt bist du scharf. Den stellen wir doch mal hier rüber. Das war nicht so gut. Aber Modell ist top erhalten. Habe es vorsichtig transportiert. Hier kommt das nächste Modell. Ich bin jetzt hier freihändig, sage ich ehrlich. Decoderadresse 71, also Lok ist digital. Das ist die 86er Press-Variante, die es einmal gibt. So, das müsste es, glaube ich, mit Loks gewesen sein. Eben, also nochmal zur Erinnerung, macht mir bitte faire Angebote. Wir wollen uns nicht gegenseitig verarschen. Mein Kumpel möchte keine Mondpreise, aber wir wissen alle, was das wert ist.
Also lasst uns fair miteinander umgehen. Dann würde ich das auch ein oder andere Mal wieder so machen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn einer alles kaufen möchte. Das ist ein Avia Kesselwagen. Schönes Modell, recht selten. Da ich ja, wie schon mehrfach auch erwähnt, im Schweizer Modellbahnverein bin, wird da das ein oder andere auftauchen. So, das sind Kaliwagen UAOS, die DR-Variante von Kühn. Eben erinnert euch einfach immer mal, was das so neu gekostet hat, und dann werdet euch im Klaren, wo es ungefähr hingehen soll. Und ich denke, mit den damaligen Neupreisen ist man heute gar nicht so verkehrt und fair unterwegs, einfach aus dem Grund, dass es momentan irgendwie alles übertrieben teuer ist, finde ich. So, hier eine weitere Variante. Ich glaube, das ist keine Originalverpackung. Das ist vom Moba Discount, genau. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Tillig-Wagen sind. Da wird jetzt, glaube ich, ein ganzer Zug rauskommen. Und ich denke, den könnte man ganz gut mit der 86er verwenden, obwohl die 86er Epoche 5.6 ist. Genau, hier kommt der nächste. Und hier kommt der nächste. Und das ist der letzte. Der steht hochkant. Den drehen wir. Der sieht sehr DR-mäßig aus. Jawohl. Aber alles Dreiachser, aber ja, der müsste Zeuge sein, würde ich sagen, oder BTTB. Und die anderen 4 sind Tillich. So, dann kommt hier ein Set. Hat der Kerl tatsächlich 2 von diesem Set. Ich habe ihm da schon 1 verkauft. Jetzt kommt das zweite ums Eck. Leider nein. Aber wie ich sehe, ist es... nein. Und da ist der dritte Wagen. Das ist ein Set WLE Staubsilowagen, Entschuldigung, so ist es richtig zu sehen. Eben, wer Preise wissen möchte, die erwähne ich jetzt hier nicht, der kann mich dazu anschreiben und dann können wir uns separat austauschen. Hier geht es weiter mit den dreiachsigen Personenwagen, mit den Reco-Wagen, mit einem Postwagen, einem weiteren davon, ach oh Gott, und einem Zweiachser Reco, mein Gott. Das sind also 8 Reco. Ja. Was haben wir hier? Und von wegen Epoche 5, 4, 5, 6. Ja? Ich würde sagen, die Mehrzahl ist Reichsbahn, so wie ich das sehe. VEB, PCK Schwedt. Schöner Wagen, aber passt nicht zu mir, weil DR. Da habe ich in Summe 3 hier davon. Das ist aber meines Erachtens kein Set, sondern die haben alle dieselbe Nummer, jawohl. Und zu guter Letzt ein wunderschöner Busch Containertragwagen mit einem 40 Fuß Container, ein SGNS-Wagen. Ja, wer Interesse an dem gezeigten hat, der meldet sich doch bitte einfach mal bei mir. Ich wäre froh, wenn man das, wenn jemand Interesse hat, über PayPal abwickeln könnte. Ich wäre auch interessiert dabei, alles mit einmal abzugeben, inklusive der schönen Lok. Die werden jetzt bei mir hier ordentlich eingelagert. Da gibt es auch Kartons, die seht ihr hier schon im Hintergrund. Diverse Kartons habe ich nämlich immer, um den Handel florieren zu lassen. Ich glaube, das macht nicht nur ich so, das machen diverse Modellbahner so. Mal kommt was, mal geht was. Auch ich habe von dem Paket was. Das habe ich mir schon zur Seite gestellt. Das zeige ich euch. Und zwar die Bosch-Lorenz-Wagen. Die mag ich sehr. Leider hat Lorenz damit aufgehört und ich stehe ja sehr auf die GTX-Variante von dem. Da habe ich nur 2. Hier konnte ich Ersatzteile ergattern. Ich habe euch ja mal gesagt, bei mir ist da ein bisschen was auseinandergeflogen. Hier ist auch noch ein Gehäuse. Das wäre jetzt der dritte davon. Hier habe ich schon welche. Den Ameba habe ich auch. Die ganzen kaputten, die liegen hier oben. Die müsste ich alle mal flicken und dann hätte ich auch wieder ein wunderschön
Gesamtzug, mein Gott, hier sieht's aus. Meier. Nee, Schornsteinfeger heißt du mit Nachnamen. Ja, das sollte ich alles mal machen. Nicht so schön detailliert gearbeitet, aber für mich moderne Kesselwagen, die man heute viel sieht. Deswegen habe ich die gerne und sammle die, vor allem in den einschlägigen Waggonvermietergesellschaften, OnRail, GATX, Ermewa, KVG, wie sie alle heißen. Ja, die habe ich mir von dem Paket von meinem sehr guten Freund gesichert und die bekommt ihr nicht. Seitdem ihr habt im Austausch was noch viel Interessanteres für mich. Also ich handle mit und Materialien, aber für das, was ihr hier seht, hätte ich gerne Moneten und keine Materialien. Aber grundsätzlich, ja, wenn der eine oder andere was bei mir entdeckt und mir an einem Kuhhandel was Spannendes anbietet und ordentlich zuhört in den Videos und weiß, auf was ich so stehe, dann darf er mir das ein oder andere auch anbieten. Das heißt aber nicht, dass ich da grundsätzlich drauf eingehe. Ich bin aber jemand, ja, wie soll man sagen, das Sammelverhalten ändert sich und nichts ist in Stein gemeißelt und manchmal gibt man auch Dinge wieder ab. Es gibt Dinge, die gibt man definitiv nicht wieder ab. Aber mir fällt jetzt gerade was ein, was ich euch noch zeige, was ich auch bereit bin abzugeben, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Nämlich das gute Stück hier. Das war mal mit Sound, aber der Soundunterbau mit Simo Sound oder mit Henning Sound und Simo Decoder rollt jetzt unter meiner ÖBB ER20. Ich glaube, den habe ich in dem Video noch gar nie gezeigt, den ÖBB ER20. Und dieses, na, ich möchte das Wort gutes Stück nicht in den Mund nehmen. Ich halte irgendwie von solchen Varianten nichts, ich weiß nicht. Ich weiß, dass der eine oder andere sammelt das. Ich nicht. Oh, hier ist noch eine Kühlenkupplung dran, die geht definitiv ab. Derjenige bekommt es mit Telekkupplung von mir. Auch das hätte ich für einen schmalen Taler abzugeben. Also wer sich da meldet und Interesse hat, kann mir das auch in die Kommentare schreiben. So, jetzt habe ich schon wieder genügend geredet. Das soll es heute mal gewesen sein, ganz anders. Auch nochmal Dankeschön, dass das letzte Video recht erfolgreich war. Hat mich gefreut. Bleibt immer schön gesund. Habt weiter Freude an der Modellbahn. Und jetzt gibt es noch ein paar bewegte Bilder zum Schluss. Und dann sage ich jetzt schon mal Tschüss, denn während der anderen Bilder werde ich dann nicht mehr reden. Ich wünsche euch noch eine angenehme Winterzeit und hoffe, dass wir uns bis dahin noch das ein oder andere Mal in der Modellbahnzeit gesehen und gehört haben. Und wenn nicht, bleibt der Modellbahn gewogen. Bis bald. Und tschüss.